Als ein Mann einen streunenden Hund bemerkte, der jeden Tag dieselbe U-Bahn nahm, wurde er eines Tages neugierig und brachte einen GPS-Sender an ihm an, um herauszufinden, wohin der Hund ging. Was er entdeckte, war ziemlich erschreckend. Amir war ein Mann, der einen vielbeschäftigten Job in der Stadt hatte. Er fuhr normalerweise mit dem Auto, aber als sein Auto eine Panne hatte, war er gezwungen, die U-Bahn zu nehmen, um in die Stadt zu fahren. Als er am Bahnsteig ankam, war er sofort beeindruckt von der Menge. Amir fragte sich, ob das jeden Tag so war oder ob heute ein ganz besonders beschäftigter Tag war. Aber etwas anderes erregte plötzlich Amirs Aufmerksamkeit. Ein Hund stand auf dem Bahnsteig, wedelte fröhlich mit dem Schwanz und sah nicht so aus, als wäre er mit jemandem zusammen. Aber es sah so aus, dass er auf die U-Bahn wartete. Der Name des Hundes war Boji. Und als der Zug endlich am Bahnsteig ankam, zwängte er sich fröhlich neben allen anderen in dem Zug. Niemand so wirklich schien dem Hund Beachtung zu schenken, aber Amir war völlig fasziniert von diesem seltsam reisenden Hund. Warum war er im Zug? Wohin wollte er? Wem gehörte er? Er hatte so viele Fragen. Amir beobachtete Boji während der ganzen Fahrt in der Stadt. Unglücklicherweise musste er aus dem Zug aussteigen, bevor der Hund ausstieg. Das war sehr frustrierend, er dachte, er würde nie seine Fragen beantwortet bekommen. Während Amir arbeitete, war er den ganzen Tag über abgelenkt. Er dachte an den Hund und fragte sich, was er tat und wo er aus dem Zug ausgestiegen war. Am nächsten Tag beschloss Amir, wieder mit dem Zug zu fahren, um zu sehen, ob er den Hund noch einmal sehen würde. Zu seiner Überraschung konnte er den Hund wiedersehen. Er stieg in den Zug und reiste ein paar Stationen mit ihm. Boji verhielt sich sehr seltsam. Der Hund hielt sich an alle Regeln. Er wartete geduldig, bis die Menschen ausgestiegen waren, bevor er einstieg und saß bequem, ohne Aufsehen zu erregen oder die anderen Fahrgäste zu stören. Er wollte nicht stören und interagierte nur mit den Leuten, wenn sie zuerst mit ihm interagierten. Er genoss die Leckereien, die ihm oft von den Reisenden angeboten wurden. Was Amir jedoch auffiel, war, dass der Hund verloren schien und so aussah, als ob er jemanden oder etwas suchen würde. Er schaute von Person zu Person, als er auf dem Bahnsteig stand und in den Zug stieg. Aber anscheinend konnte er nicht finden, was er suchte. Je mehr Tage vergingen, desto öfter verhielt sich Boji so verloren, verwirrt und allein. Aber niemand tat etwas, um sicherzustellen, dass er in Ordnung war. Deshalb entschloss sich Amir, das Geheimnis von Boji dem Hund zu lüften. Am nächsten Tag brachte er Snacks mit, um Boji zu füttern und dem armen Tier ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Bevor er pendelte, kam er früh am Bahnhof an und schaute sich nach dem Tier um. Aber Boji stand am anderen Ende des Bahnsteigs. Amir schüttelte die Leckerlis und rief Boji herbei. Nach einigen Augenblicken kam der Hund ihm entgegen und lief im Trab auf Amir zu. Er bemerkte, wie dünn der Hund war und wie er mit Schmutz und Dreck bedeckt war. Als Amir den Hund die Leckerlis gab, schaute Boji ihn liebevoll an, als wolle er sich bei ihm bedanken. Aber diese Untersuchung hatte gerade erst begonnen. Amir beschloss, ein örtliches Tierheim anzurufen. Vielleicht würden sie etwas Licht in die Sache bringen, was Boji, der Hund, machte oder woher er kam. Aber als sie die Geschichte hörten, waren sie auch extrem verwirrt darüber, warum sich das Tier zunächst so verhielt. Ein Mann aus dem Tierheim wollte den Hund einfangen und ein neues Zuhause für ihn finden, aber das würde keine Antworten liefern darüber, was der Hund jeden Tag tat und wohin er mit der U-Bahn reiste. Vielleicht wartete er auf jemanden oder vielleicht hatte er sogar Welpen. Sie wollten sich um Boji kümmern und ihn beschützen, aber es gab keine Möglichkeit zu erfahren, ob er bereits ein Zuhause hatte. Es war ein Rätsel, das niemand lösen konnte, aber schließlich hatte ein kluger Kopf der Mitarbeiter des Tierheims eine fantastische Idee, die helfen würde, alle brennenden Fragen auf einen Schlag zu beantworten. Es wurde vorgeschlagen, dass sie einen Peilsender am Bojis Halsband befestigen, sodass sie genau sehen können, wohin er ging und was er jeden Tag tat. Es war eine einfache Idee, aber eine, die vielleicht funktionieren könnte. Amir bot an, den Tracker an dem Halsband anzubringen, da er und der Hund bereits miteinander kommuniziert hatten und er zuversichtlich war, dass Boji ein sanftmütiges und friedliches Tier war. Am nächsten Tag machte sich Amir auf den Weg zum Bahnhof mit dem Peilsender in seiner Tasche. Er entdeckte Boji schnell und rief ihn herbei. Der Hund erwartete Leckerlis und kam angelaufen. Amir fütterte den Hund mit ein paar leckeren Snacks und befestigte dabei den Tracker an seinem Halsband. Boji bemerkte es nicht einmal und wenn doch, war es ihm komplett egal. Er aß einfach weiter und ging dann wieder weg. Aber der Peilsender war aktiv und funktionierte auch und Amir und der Mitarbeiter des Tierheims konnten endlich Bojis Bewegung verfolgen. Amir verbrachte seinen Tag bei der Arbeit und hoffte, dass der Plan funktionierte und sie in der Lage sein würden, Boji zu verfolgen. Der Abend brach bald an und Amir eilte zum Tierheim, um herauszufinden, wo genau der Hund war. Was er sah, verblüffte ihn und ließ ihn sich fragen, wie ein Tier so etwas Unglaubliches tun konnte.
Tag für Tag stellte sich heraus, dass Bojji etwa 29 Stopps pro Tag machte und dabei zwischen 27 und 30 Kilometer zurücklegte. Er schien kein bestimmtes Ziel anzusteuern, sondern einen großen Umweg zu gehen und endete wieder an dem Ort, an dem er gestartet war. Amir dachte, dass der Hund zu jemandem gehörte oder zumindest zu einem bestimmten Ziel reiste. Aber die Wahrheit war, dass der Hund es einfach genoss, herumzustreifen. Er liebte die Freiheit und den Nervenkitzel. Die Mitarbeiter des Tierheims brachten Bojji dann zum Tierarzt des Tierheims, um ihn untersuchen zu lassen. Sie untersuchten alle seine Vitalparameter und stellten fest, dass er bei fantastischer Gesundheit war. Technisch gesehen mag er sich verirrt haben, aber in Wahrheit gehörte er zu der Stadt. Er wurde von vielen Menschen geliebt und umsorgt, die alle traurig gewesen wären, hätte er aufgehört, täglich durch die Stadt zu pendeln. Die Tierheim-Mitarbeiter ließen ihn frei und ließen ihn so weitermachen wie bisher. Niemandem tat er schließlich weh und er verursachte auch kein Aufsehen. Obwohl Amir wieder mit seinem Auto zur Arbeit fuhr, fuhr er alle paar Tage mal mit der U-Bahn zur Arbeit, nicht weil es schneller oder besser war, sondern um seinen kleinen pelzigen Freund zu sehen. Schau dir im Anschluss diese emotionale Geschichte an von einem Mann, der aus dem Zug geworfen wurde, dann nahm ein hungriger Wolf seine Witterung auf und tat das.